Hallo Freunde, willkommen zurück in der Werkstatt Vitali. Wer neu auf meinem Kanal ist, hier geht es nicht nur um alte Technik, alte Drehmaschinen und Restaurierung. Hier geht es auch um den kompletten Neuaufbau meiner Werkstatt. Seit dem 1. Januar entsteht diese Werkstatt Schritt für Schritt neu. Und ich nehme euch bei jedem wichtigen Schritt mit. Auf meinem Kanal geht es um den Maschinenbau, Metallbearbeitung, alte Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Präzision, Gewinde, Spielentfernen und praktische Lösungen aus der Werkstatt. Aber bevor man alte Maschinen restauriert und umbaut, braucht man auch eine richtige Werkstatt. Und genau darum geht es heute. Diese Rohwand wird meine neue OSB-Werkstattwand. Ich muss Platten zuschneiden, anpassen, ausrichten, bohren und fest verschrauben. Später soll daraus meine neue Werkstattschauwand entstehen. Aber heute geht es erst mal um die Grundlage. Wenn diese Wand nicht sauber sitzt, wird später auch alles anderes nichts. So sah diese Ecke vorher aus. Hier war noch die weiße Wand und davor stand schon meine Maschine. Links ist direkt die Türrahmen. In der Mitte ist die große freie Wandfläche und rechts habe ich schon eine Lochplatte vorbereitet. Die habe ich selbst in Kupferfarbe lackiert. Das ist nicht einfach Deko. An solche Lochplatten kommen später Haken dran, wie man das aus Werkstätten oder Läden kennt. Dort kann ich Werkzeuge sauber aufhängen. Aber die große weiße Fläche daneben passt noch nicht zum neuen Werkstattbereich. Sie sieht noch unfertig aus und als Hintergrund für Video ist sie zu leer. Darum kommt jetzt OSB an die Wand. Nicht als schöne Wohnzimmerverkleidung, sondern als robuste Werkstattfläche. Diese Wand soll später praktisch sein, Werkzeug aufnehmen und gleichzeitig als neue Kulisse für meine Videos funktionieren. Jetzt bin ich schon bei zweiter USB-Platte. Die erste Platte sitzt bereits an der Wand. Jetzt muss die zweite Platte sauber daran anschließen. Oben schraube ich sie zuerst nur provisorisch fest. Noch nicht endgültig. Wenn ich die Platte sofort komplett festziehe und unten stimmt der Abstand nicht, muss ich alles wieder lösen. Darum mache ich Schritt für Schritt. Erst oben halten, dann die Fuge kontrollieren, dann unten messen. Und erst danach kommen die nächsten Bohrungen. Unten bohre ich jetzt die Befestigungslöcher in die erste Platte. Die Löcher müssen sauber sitzen, damit die Platte später richtig fest anliegt. Bei der zweiten Platte lege ich die Abstandklötze ein. So bleibt der Abstand gleichmäßig und die Platte zieht sich bei Verschrauben nicht schief. Das ist genau die Arbeit, die man später nicht mehr sieht. Aber wenn man sie falsch macht, sieht man später jede schlechte Fugung. Jetzt kommt die dritte OSB-Platte dran. Die Platte haben 2050 x 625 mm und sind 25 mm stark. Also keine dünne Verkleidung, sondern eine stabile Platte für eine richtige Werkstattwand. Aber genau deshalb muss sie sauber sitzen. Die Füge muss stimmen, die Platte darf keinen Bauch machen und die Fläche soll später gerade weiterlaufen. Ursprünglich waren die Platten ungeschliffen. Ich habe die Oberfläche aber schon vorgeschliffen. Trotzdem sieht man noch Holzfasern, Späne und kleine Unebenheiten. Aber heute geht es erst um die Montage, also anhalten, ausrichten, Füge kontrollieren und erst danach bohren. Jetzt kommen die Befestigungspunkte. Ich mache das hier nicht einfach mit irgendeiner kleinen Schraube. Zuerst bohre ich mit der Forstnerbohrer ein 20 mm Loch in die USB-Platte. Dieses große Loch brauche ich für die Schraubkopf und 20 mm Scheibe. So bleibt die Schraube später erreichbar. Danach bohre ich mit einer 8 mm Holzbohrer durch die Platte. Jetzt habe ich die Führung für das Loch in die Wand. Dann stecke ich den Steinbohrer durch das Loch und bohre direkt in die Wand. So treffe ich genau die richtige Stelle. Danach kommt 8 mm Dübel rein und verschraubt wird alles mit einer Holzschraube DIN 571. Das ist eine Sechskant Holzschraube 6 x 60 mm galvanisch verzinkt. Die Schraube stecke ich durch die vorbereitete Loch und ziehe damit die USB-Platte fest an die Wand.
Das dauert länger als einfach schnell durchschrauben, aber dafür sitzt die Platte stabil und ich komme später wieder an die Schraube ran. Gerade bei einer Werkstattwand ist das wichtig. Hier sollte später nicht nur schöne Bilder entstehen, sondern auch Haltewerkzeuge und Messmittel hängen. Jetzt kommt das letzte schmale Stück unter rein. Diese Platte habe ich nicht hier im Raum zugesägt. Das habe ich im anderen Raum gemacht, weil bei Sägen und Vorschleifen viel Staub entsteht. Hier sieht man das Stück schon vorbereitet, zugesägt, vorgeschliffen und bereitet zum Einpassen. Aber bevor ich sie festschraube, prüfe ich zuerst, ob sie unten wirklich sauber anliegt. Und genau da kommt das nächste Problem. Die Fußleiste ist im Weg. Für diesen Schnitt nehme ich meine Parkside Multifunktionswerkzeug. Das ist ein oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Sägeblatt. Das Blatt dreht sich nicht wie bei einer Kreissäge, sondern es schwingt sehr schnell hin und her. Genau für solche engen Stellen ist das perfekt. Mit einer normalen Säge komme ich hier schlecht rein. Aber mit diesem Werkzeug kann ich die Fußleiste direkt an der Wand sauber einschneiden. Das Gerät ist schon älter, aber er erfüllt seit Jahren seinen Zweck. Für solche Werkstattarbeiten muss nicht immer alles neu und teuer sein. Wichtig ist, das Werkzeug funktioniert. Passende Werkzeug-Links packe ich euch in die Beschreibung. Für euch bleibt der Preis gleich und meine Werkstattprojekte werden dadurch ein Stück unterstützt. Jetzt ist die Fußleiste ausgeschnitten und die Platte kann unten endlich sauber anliegen. Jetzt kann ich die schmale USB-Stück einsetzen. Erst halte ich es nur an die Stelle und prüfe, ob es wirklich sauber sitzt. Die Platte darf unten nicht drücken, nicht klemmen und nicht schief stehen. Dann setze ich die Befestigungspunkte nur dort, wo sie wirklich nötig sind. Ich bohre zuerst die großen Öffnungen für den Schraubenkopf. Dann bohre ich durch die USB-Platte weiter, damit ich die Stelle in der Wand genau treffe. So kann ich später die Schraube sauber setzen, ohne dass die Platte bei Festziehen verrutscht. Ich befestige das Stück nicht auf einmal, ich arbeite mich Punkt für Punkt vor. So bleibt die Wand gerade und die Füge bleiben kontrollierbar. Wenn die Positionen stimmt, bohre ich durch die vorbereitete Loch in die Wand. So sitzt der Dübel später genau dort, wo die Schraube wirklich gebraucht wird. Dann kommt ein 8 mm Dübel in die Wand. Verschraubt wird mit DIN 571 Holzschrauben. Dann sind 6-Kant-Holzschrauben 6x60 mm galvanisch verzinkert. Die Schraube stecke ich durch das Loch und ziehe die USB-Platte an die Wand. Aber nicht einfach blind festknallen. Ich ziehe Stück für Stück an und kontrolliere immer wieder die Lage. So bleibt die Fläche gerade und die Platte bekommt keinen Bau. Genau das ist wichtig, weil später geschliffen und wieder arbeiten wird. Zwischendurch kontrolliere ich immer wieder mit der Wasserwaage. Erst direkt an der Stelle mit der kleinen Wasserwaage und dann über die große Fläche mit der langen Wasserwaage. So sehe ich sofort, ob die Platte gerade läuft. Wenn hier irgendwo ein Bauch entsteht, sieht man das später an der Fuge. Und wenn später Klarlack und Glanz drauf kommt, werden solche Fehler noch sichtbarer. Darum kontrolliere ich lieber jetzt mehrmals. Dann ziehe ich die letzte Schraube fest. Jetzt sitzt auch das untere schmale Stück stabil in der Fläche. Damit ist die Montage für diese Teile geschafft. Die USB-Platte sitzt jetzt fest an der Wand, aber so bleibt die Wand natürlich nicht. Im nächsten Schritt wird die Fläche plan geschliffen. Dann will ich 2K Klarlack mit dem Pinsel in der USB-Oberfläche einmassieren, damit die Fasern und offene Stellen stabiler werden. Erst danach geht es weiter mit Spachteln, Fugen, Schraubenlöchern und die Vorbereitung für eine glatte Oberfläche. Mein Ziel ist keine Roh-USB-Wand. Am Ende soll diese Wand glatt werden und wenn alles klappt, richtig glänzend. Heute war die Montage. Im nächsten Teil geht's an die Oberfläche.